Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Heute sind wir ganz im Norden, in Ostfriesland. An der Nordseeküste im Harlinger Land, da liegt Neuharlinger Siel. Neuharlinger Siel kennt man meist als Fährhafen. Hier legen die Boote ab, die auf die ostfriesische Insel Spiekeroog fahren. In Neuharlinger Siel, da gibt es riesige Parkplätze. Denn Urlauber und Tagestouristen, die nach Spiekeroog wollen, die müssen hier parken. Spiekeroog ist nämlich autofrei. Auf der Insel, da gibt es schöne Strände, eine bezaubernde Dünenlandschaft und ein nettes Inseldorf. Wer nach Neuharlinger Siel kommt, der sollte die wenigen Meter von der Anlegestelle der Fähre zum Hafenbecken gehen. Hier nämlich liegt der über 300 Jahre alte Fischereihafen und der ist sehenswert. Hier liegen, ich glaube, 7 Kutter und rund um das Hafenbecken, da gibt es Cafés und Restaurants. Das sind die Skulpturen Alt- und Jungfischer. Die beiden stehen seit dem Jahr 2000 hier am Hafenbecken. Durch den Deichbau hat man das Land in der Haarlebucht gewonnen. Neuharlinger Siel löste um 1700 Altharlinger Siel als Sielort ab. Seitdem ist das hier ein Hafen für die Hochseefischerei. Im 18. Jahrhundert wurde die Anlegestelle ein Schutz- und Umschlaghafen für Frachtschiffe. Heute ist das hier ein idyllischer Kutterhafen. Hier liegt eine aktive Kutterflotte. Einige fahren für den Fischfang raus, andere zu Ausflugsfahrten. Das ist der Krabbenkutter Antares. Die Antares, die fährt zum Fischen raus. Rechts, da liegt der Traditionskutter Lulu Meinders. Der Kutter wurde 1963 gebaut. Das ist die Seestern, die normalerweise zum Fischen rausfährt. Zwischen April und August unternimmt das Schiff regelmäßig dann Kutterfahrten mit Touristen im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. 1982 gebaut ist der Kutter etwa 16 Meter lang und etwas über 5 Meter breit. Eines der Häuser hier am Hafenbecken, das ist die Gaststätte Dateien. Das Backsteinhaus, das ist etwa 300 Jahre alt und ist damit das älteste noch erhaltene Wohnhaus in Neuharlinger Siel. Das grüne Schiff, das heißt Jan van Gent und das ist 1970 gebaut worden und fast 20 Meter lang. Da läuft die Gorch Fock in den Hafen ein. Die Gorch Fock, die fährt Touristen zunächst zu den Seehundbänken am Ostende von Langeoog und dann nach Spiekeroog. Da kann man dann zur Inselbesichtigung von Bord gehen. Gleich hinter dem Hafen, da liegt der Sielhof. In dem Haus ist heute das Haus des Gastes, eine Bibliothek und ein Café-Restaurant. Der Sielhof ist ein ehemaliger Herrensitz aus dem 18. Jahrhundert. 1755 hat ein Landwirt hier eine Warft errichtet. Eine Warft, das ist ein aus Erde aufgeschütteter Hügel, auf dem eine Siedlung gebaut wird. Die Warft diente zum Schutz vor Sturmfluten. Ein Kaffee auf der Terrasse vom Sielhof mit Aussicht in den Park, hervorragend. Der Bauer der Warft, der baute hier ein Steinhaus. Das wurde später zum Gutshof. Und um 1900 baute ein Gesandter am preußischen Hof den Gutshof zum Herrenhaus um. Georg von Eucken hieß der Gesandte. Und der ließ ein Denkmal für den Bau des Kyffhäuser-Denkmals in die Mauer des Sielhofes einbauen. In diesem Jahr Schrein ist ein Stein aus der Barbarossa-Höhle im Kyffhäuser zu sehen.
Die Barbarossa-Höhle, das ist der Ort, an dem nach einer Sage aus dem Mittelalter Kaiser Barbarossa schläft, bis er als Kaiser zurückkehrt. Das ist die Kapelle vom Sihlhof. Der Sihlhof ist von einer Gräfte, also von einem Wassergraben umgeben. In den Park des Sihlhofs führt eine Brücke über diese Gräfte. Die Brücke hat ein Geländer aus Walfischknochen. Das sind 2 Rippenbögen von einem Wal. Ist doch alles nett, Neuharlinger Siel. Wenn ihr also wegen der Fähre nach Spiekeroog nach Neuharlinger Siel kommt, dann bringt etwas Zeit mit. Krabbenhafen und Sielhaus in Neuharlinger Siel lohnen. In diesem Sinn, tschüss.